IBM. Eine Firma, die man heutzutage nur im Business- und Enterprise-Firmen vorfindet, haben nichts mehr zu tun mit normalen Computern. Dabei haben wir es IBM zu verdanken, dass wir den PC so haben, wie wir ihn kennen. Doch auch Laptops haben die kreiert unter der ThinkPad-Reihe, die besonders durch das schwarze Gehäuse und den roten Trackpoint bekannt sind. Aber auch für gewagte Hardware wie das ThinkPad existieren mit der PowerPC-Architektur oder wie hier das 701CS. Ich sage jetzt gerade mal nichts und da seht ihr, was es besonders macht. Und warum das und alles mehr nach dem Intro. Gute allerseits. Nein, ich habe das Bild nicht nachbearbeitet. Das ist wirklich so. Heute geht es um das IBM ThinkPad 701CS, welches 1995 auf den Markt kam und in der Basisausstattung hatte es einen Preis von $1.499 gehabt. Was heutzutage, wenn man die Inflation berücksichtigt, etwa $3.000 sind. Ja, leider habe ich keine deutschen Preise für euch. Ich habe da nichts gefunden im Internet. Es ist aber davon auszugehen, dass die Preise von den Zahlen her identisch waren. Nur war das für die Basiskonfiguration des 701. Wer wirklich das Maximum haben wollte, musste 1995 $3.299 bzw. angepasst fast $7.000 auf den Tisch legen. Na, solche Preise sind wir ja gewöhnt von den heutigen Macs. Aber was hat das ThinkPad 701 besonders gemacht und für wen war so ein Laptop? Nun, eins sollte klar sein, dass dieses Notebook für Business-Leute gedacht ist und nicht so fürs Gaming. Klar, ich denke mal, auf dem Ding würde auch Doom laufen, aber bei Crysis, na, ich weiß nicht. Das 701 ist ein sogenanntes Sub-Notebook, welche noch kompakter waren als reguläre Notebooks zu der Zeit und waren sogar leichter. Man kann es in etwa vergleichen wie mit den Ultrabooks, die wir heutzutage auch kennen. Nur waren die Sub-Notebooks nicht auf Leistung ausgelegt. Denn in seinem 2,2 Kilo schweren Gehäuse schlummert ein Intel 486 entweder ein DX2 mit 50 MHz oder ein DX4 mit 75 MHz. Dann entweder mit 4 oder 8 MB Arbeitsspeicher, der sogar auf bis zu 36 MB erweitert werden kann. Und eine einfache VGA-Grafikkarte, welches ein 10,4 Zoll großes 640x480 Pixel Display mit 256 Farben betreibt. Okay, aber zu dem Display gibt es eine Sache zu erwähnen, denn es gibt auch zwei Varianten des Displays, die man aber am Modellnamen einfach erkennen kann. Denn es gibt das 701C, welches ein normales TFT-Display hat, und das 701CS, welches ein Passive Matrix Display hat. Und im Grunde genommen ist diese Art an Display vom 701CS die günstigere Variante gewesen. Aber ist dafür dunkler, nicht besonders blickwinkelstabil und kann mit schnell wechselnden Szenen gar nicht umgehen. Wie ihr aber seht, habe ich hier ein 701CS hier, was eben das günstigere Panel eingebaut hat. Da war jemand ganz billig damals. Da wollte jemand einfach nur den Laptop haben und es dann zu haben. Und ja, ihr hämmert schon auf der Tastatur rum und fragt euch nun wirklich, was die ThinkPad so besonders gemacht hat, im Gegensatz zu den anderen Laptops. Dabei habt ihr das doch schon im Intro gesehen. Die Tastatur, die sich selber ausfährt. IBM nannte diese Tastatur das Track-White, jedoch wird es gerne Butterfly Keyboard in der Community genannt. Dies ist nicht zu verwechseln mit den Apple Butterfly Keyboards, welche ja super oft kaputt gingen. Ist es beim 701 einfach das Ansehen, wie sich die Tastatur entfaltet und einen sagt, komm, tipp auf mir herum, mach alles was du willst. Es ist wirklich einladend gestaltet und die Tastatur tippt sich auch angenehm, so wie es sein sollte. Und allein der Mechanismus ist Wahnsinn. Es ist hier so ein dickes Metallstück, welches an einem Plastikteil im Inneren herumschiebt, damit das ThinkPad diesen Move ausführen kann. Es war sogar so genial und einzigartig, dass sogar ein Exemplar des 701er im Museum of Modern Art steht. Ja, wenn man es, denke ich mal, dahin schafft, hat man es geschafft. Nun, und hier ist mein 701 auch in einer Art Museum. Da ich ja bald wirklich eins öffnen könnte bei dem, was ich hier alles habe. Ja, und dieses ThinkPad, es ist wirklich meins. Ich habe es nicht ausgeliehen von jemandem. Ich sag jetzt aber mal nicht, was ich dafür bezahlt habe, denn da denke ich mal, wenn ich das jetzt sagen würde, da explodiert wahrscheinlich das Internet. Wobei in einem anderen Video auf Reddit habe ich ja auch schon verraten, was ich dafür bezahlt habe. Ich habe es für 10 Euro ergattert. Und wenn ihr meint, dass es ja ein guter Preis ist, sag ich mal so viel, dass dieser Preis für mich der Deal des Jahrtausends war.
Denn funktionierende 701 Modelle, egal ob das C oder CS Modell, gehen im eBay ab 700 € weg, wenn mal welche online sind. Und auch Defekte sind immer noch gut gesucht. Ich hatte auch eins, was defekt war, für etwa 430 € gesehen. Das ist einfach nur Wahnsinn. Wenn es dann noch in gutem Zustand ist, hat man echt Gold daheim. Ja, und ich sag guter Zustand, denn welche im guten Zustand zu finden und auch noch funktionierend, wird halt von Tag zu Tag immer schwerer. Denn es ist halt der Akku in dem Ding, der gefährlich werden kann. IBM hat sich bei diesem ThinkPad entschieden, Nickel-Metallhydrid-Akkus zu verwenden, die 1995 schon veraltet waren. Denn Lithium-Ionen-Akkus, wie wir sie ja heute auch kennen, gab es 1995 schon, aber IBM entschied sich eben, die Nickel-Metallhydrid-Akkus zu verwenden. Und diese waren sogar im Nachteil. Maximal hatte das Notebook dann 1 Stunde und 40 Minuten gehalten, was eine Lachnummer war zu der Zeit. Aber auch in den Jahren hat sich gezeigt, dass diese Akkus gerne Plastik essen, da diese Akkus immer ausgelaufen sind und das Gehäuse angreifen. Und wie ihr seht, habe ich den Akku aus meinem schon entfernt, da dieser hier auch schon ausgelaufen ist. Jedoch wird nicht nur das Gehäuse davon angegriffen, aber auch die Leiterbahnen können angegriffen werden. Am besten ist es, den Akku immer draußen zu lassen und bei batteriebetriebenen Geräten auch die Batterien zu entnehmen. Aje, ai. Und auch wenn der Akku mal in 701 hier nicht so viel Schaden angestellt hat, kann ich euch leider nicht viel von dem Laptop zeigen. Da ich denke mal, die Festplatte hat das Zeitliche gesegnet. Und eigentlich hätte ich gedacht, ich kann da irgendwie MS-DOS einfach installieren. Jedoch ist das nicht so einfach, wie ihr denkt. Denn ich habe noch gar nicht die Spezifikationen durchgehabt. Die Festplatte kann entweder mit 360, 540 oder sogar mit einer 720 MB konfiguriert werden, wo dann MS-DOS oder PC-DOS installiert war und dazu noch Windows 3.11 dabei war. Das System ist auch mit Windows 95 und auch gerade so auch mit Windows 98 kompatibel, aber viel Glück, das irgendwie zu installieren. Denn die Anschlüsse lassen zu wünschen übrig. Es gibt kein Diskettenlaufwerk, kein CD-Laufwerk und allgemein sind an Anschlüssen nur das Nötigste vorhanden. Es gibt 2 PCM-CIA-Anschlüsse, Kopfhörer einen Ausgang, Infrarot, Stromstecker und einen proprietären Stecker eben für das Diskettenlaufwerk. Alles weitere muss dann über die Dockingstation angeschlossen werden, wo man dann eben einen VGA, PS2 oder auch einen parallelen Druckeranschluss dann hat. Nur sind diese Sachen halt extra anzuschließen, die ja dann sehr gerne verloren gehen in der Zeit. Ich habe gar nichts von all dem, weswegen das eben mit dem System neu draufspielen etwas schwieriger ist. Oh, und wenn ich hier schon die Spezifikation habe und auch etwas Negatives gesagt habe zu dem Laptop, kommen wir mal dazu zu den allgemeinen damals in 1995 zu den Testberichten zu dem Gerät. Na, denn 1995 war der Hype um diese Sub-Notebooks eigentlich vorüber und viele haben sich dann Laptops geholt, die größer waren, wie zum Beispiel ein 12 Zoll Bildschirm. Und nicht nur das. Der 486-Chip in diesem ThinkPad hat nach was Gutem ausgesehen, aber die Performance scheint nicht ganz so zu sein. Denn auf einem vergleichbaren System ist ein 50 MHz schneller 486 DX2 immer noch schneller wie der 65 MHz DX4-Chip in dem ThinkPad. Ja, diese Logik muss man, denke ich, nicht verstehen. IBM hat das nach einem Jahr auch nicht verstanden, weswegen diese das 701 in 1996 dann einstellten. Doch dieses Notebook, ja, es war halt wirklich etwas anderes. Es war wirklich ein Eyecatcher. Und vor einer Weile habe ich das mal auch in die ThinkPad Reddit Community gepostet, was die davon halten und auch für was ich das ergattert habe. Und die Community ist fast explodiert vor Erstaunen. Wobei, was mich noch an einen Punkt bringt, dann ist ja aber Ende Gelände. In meiner Recherche habe ich die Webseite 701c.org entdeckt, wo es eben um das ThinkPad geht. Aber auch entdeckt, dass jemand geschafft hat, alle Teile als Datei zu veröffentlichen. All das Open Source, die Dateien, um ein neues Mainboard zu fertigen, STL-Dateien, um Gehäuse per 3D-Druck neu zu bauen. Alles. Ich denke da mal, wenn man viele andere proprietäre Teile wie das BIOS, CPU, GPU und vielleicht vieles weitere, könnte man theoretisch auch in 2025 ein brandneues ThinkPad 701 bauen. Also das ist ja richtig cool, dass es diese Dateien gibt. Und ja, vielleicht werde ich mir ein paar Sachen davon auch laden, um ein 701 hier instand zu halten. Wenn ihr solche Geräte lagern wollt, nehmt die Batterien oder Akkus raus. Oder bei Lithium-Ionen-Akkus auf so 80% laden und dann am besten kühl und trocken lagern. Und dann habt ihr auch noch in Zukunft Spaß an euren neuen alten Geräten. Nun, aber ich will euch jetzt fragen, was haltet ihr denn über das ThinkPad 701 hier? Und wenn ihr weitere solcher Videos nicht verpassen wollt, abonniert mich, um diese halt auch nicht zu verpassen dann. Aber ich sag mal so,
das war's dann von mir erstmal und ich sag mal, man sieht sich.